Moin zusammen. Ja, herzlich willkommen wieder auf Johns MOBA und jetzt zum ersten Mal hier in dem neuen Reich. Das heißt, wir haben jetzt hier das Regal mit dem Rollmaterial, wir haben die Anlage hier. Hier gibt es ja auch das Video zum Umzug. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Heute ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich habe ja jetzt dieses Riesenregal, dann dachte ich mir, ich kann mal alles an Eisenbahn, was ich irgendwo so habe, vielleicht bis auf die LGB, hier unterbringen. Und dabei bin ich auf das hier gestoßen. Und das ist ein Arnold Z, Erbstück von meinem Opa. Und dazu gehörte auch noch das Gleisoval, was er aufgebaut hatte, aus 60 x 80 cm. Das war wirklich nur Gleisoval mit ein paar Weichen, flacher Boden. Habe ich als Kind relativ viel mitgemacht und dachte mir, probierst du mal aus, vielleicht fährt ja noch. Und es fährt noch. Allerdings mehr schlecht als recht. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an dem Arnold-Gleismaterial. Da wir jetzt aber H0 haben und ich jetzt nicht zu der Z-Anlage, die da steht, und der H0, die wir hier haben, jetzt noch eine Ebene drüber, eine N aufbauen möchte, habe ich mir überlegt, ich verwende das Layout, ich verwende die Gleise und mache daraus eine sogenannte H0E. Ich zeige euch das mal. Wir haben nämlich hier das Gleis N und dann gibt es dazu passend Lokomotiven und Wagen natürlich. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr mal einen Größenvergleich haben wollt, die Standard BR89 009 von Märklin und jetzt hier die kleine Roko Anna in H0E. Ja, das ist der gleiche Maßstab. Also hier die Lokführer, wenn ihr euch die beide anguckt hier, ne, die sind beide gleich groß. Der Hauptunterschied ist natürlich die Spurweite. H0i ist also Schmalspur, 9 mm in 1:87, während H0 ja 16,5 mm hat. Was bedeutet das? Erstmal habe ich natürlich deutlich kleineres Rollmaterial. Ja? Das hat schon eher so was von N, von der Größe der Lokomotiven her, aber alles in H0, das heißt das ganze H0-Zubehör passt. Ich habe deutlich kleinere Radien, kann also auf kleiner Fläche viel mehr darstellen. Und es hat halt so diesen Bimmelbahn-Nebenbahn-Flair. Nachteil ist, es gibt extrem wenig verschiedenes Rollmaterial und wenn, ist das schweineteuer. Das ist der Nachteil. Aber es soll ja nur ein ganz kleines Projekt werden. Und ich komme leider erst heute dazu, das für euch aufzuzeichnen, denn wir hatten ja, wisst ihr, hier in Deutschland Ende August bis Mitte Ende August eine Hitzewelle ohne Ende. Ja? Also wir hatten hier die ganze Zeit 36 Grad draußen, es hat jeden Tag gewittert. Und da dachte ich mir, dann gehst du in den Keller mit dem ganzen kleinen Projekt, weil das ja von der Größe 80 x 60 wunderbar hier ins Regal reinpassen wird. Und dann machst du das schön im Kühlen abends. Und deswegen bekommt ihr jetzt einfach die ganze Woche, jeden Tag, ein kleines Update von dem, was ich da gemacht habe. Liegt natürlich schon ein paar Wochen zurück, weil bei 36 Grad am Tag habe ich abends keinen Bock mehr, irgendwas zu schneiden oder sowas. Da ist der Kopf dicht. Tag am Schreibtisch, danach draußen im Stall und dann danach noch irgendwas schneiden für YouTube. Das klappt nicht mehr bei den Temperaturen. Insofern ein bisschen verspätet. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Schreibt in die Kommentare, wenn euch was auffällt, ihr euch mehr wünscht. Aber habt im Hinterkopf, ich habe es eigentlich schon gebaut und stellt euch jetzt nur so stückweise zur Verfügung, einfach dass so ein bisschen der Thrill des Aufbaus dann auch erhalten bleibt. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem ersten Teil. Und heute geht es hier um diese kleine Anlage. Eigentlich ist das Ganze ein Steckbrett gewesen oder eine Art Bilderrahmen. Und zwar Erbstück von meinem Großvater. Das sind hier Arnold N-Schienen und die sind da schon bestimmt 30, 35 Jahre irgendwie so draufgesteckt.
dazu gibt es auch noch eine Lok und ein paar Wagen. Die Weiche hier funktioniert noch. Die Weiche hier nicht. Die hier auch nicht wirklich. Also da bewegt sich das Stück hier, was wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Und ja, wir haben hier eigentlich ein Oval mit Ausweichgleis und einem Abstellgleis. Und ja, ihr seht, Landschaftsgestaltung wurde hier primär eigentlich mit so Kreide gemacht. Ich habe oben, glaube ich, auch noch ein paar Gebäude. Habe mir aber überlegt, dass ich hier eine Wald- oder Feldbahn vielleicht draus mache. Also, dass ich das 9 mm Gleis hier weiter beibehalte und dann zu einer H0E hier mal ein kleines Projekt mache. Und klein ist auch das Stichwort. Also ich habe es jetzt hier gerade im Keller auf so einem Unterbock liegen, aber die Breite schauen wir uns mal gemeinsam an. Also hier sind wir bei 79 cm Breite und einer Tiefe von noch nicht mal ganz 60, also quasi 80 mal 60. Das wird auch in der Größe so bleiben. Das Ganze bleibt analog mit manuellen Weichen. Und ihr werdet mich jetzt bei diesem Projekt hier stückweise begleiten. Als erstes, ihr wisst jetzt hier dieses alte Arnold Gleismaterial, das gibt es nicht mehr in neu. Das heißt, ich habe mir jetzt gebrauchte Ersatzweichen hier bestellt, weil ich die Vermutung habe, dass hier nicht mehr viel zu reparieren ist, so wie die aussehen. Und dann werden wir hier mal den gesamten Gleisplan überprüfen. Ich glaube, im Grundsatz werde ich den beibehalten von der Art her, weil ich jetzt auch nicht neue zusätzliche Gleise kaufen will. Aber das ist so Schritt 1. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.